Hi und willkommen bei Work in Progress. Dieses Mal ist es vermutlich eine eher kurze Folge, weil einfach gar nicht so viel passiert ist. Ich habe ein bisschen die Sonne genossen und den Sommer und ja, muss man auch mal machen, um seine kreativen Vorräte wieder aufzufüllen. Aber ein bisschen was ist doch passiert und das zeige ich euch jetzt. Letztes Mal habe ich ganz viel erklärt über diese Venensimulation, an der ich gerade bastel, die simuliert, wie Venen in Blättern wachsen. Und da war ein großer Punkt, der mir noch gefehlt hat, die Breite der Venen so anzupassen, dass sie halt möglichst nah an das Vorbild aus der Natur rankommen. Und das funktioniert jetzt soweit. Wir können da mal reingucken. Ich habe hier mal ein Blatt rausgerechnet, wie das jetzt zum Schluss aussieht. Und das ist schon ziemlich schön. Man sieht zum Beispiel, dass diese Hauptvene gegen Ende einfach wieder dünner wird, so dünn wie praktisch alle Endstücke. Und im Endeffekt, ich habe ja hier so eine Baumstruktur, also als Datenstruktur, so eine Verästelung. Und das heißt, dass praktisch alle Blattknoten, also alle Enden von den Venen mit der kleinsten Stufe anfangen und dann sortiere ich oder summiere ich von unten nach oben durch diesen Baum hoch, wie dick die Venen sein sollen. In dem Paper, aus dem ich die Vorlage dafür entnehme, ist auch eine Formel dafür drin, wie man das berechnen kann. Da kann man dann auch ein bisschen mit rumspielen, wie das aussehen soll. Ich hatte aber allerdings ein bisschen Probleme, das zu implementieren. Wenn ich das nämlich einfach nur diese Aufsummierung machen würde und würde praktisch sagen, ich sage jetzt mal ganz flapsig, der Durchmesser von den Kindern zusammengerechnet ergibt den Durchmesser vom Vater, dann würde das in etwa so aussehen. Das sieht schon mal deswegen nicht so schön aus, weil diese Hauptvene bis zum Schluss fett bleibt und so sieht das nicht aus. So, dieser Durchfluss, der ist hier hinten ja gar nicht gegeben. Also so viel. Was läuft denn eigentlich durch so ein Venenblatt durch? So viel Blattsaft läuft da ja gar nicht durch an so einer Spitze. Die sollte natürlich schmal werden. Das liegt jetzt aber daran, dass diese Vene, die wächst hier ja einfach so raus. Wir können ja da nochmal so eine Simulation starten. Oh, das ist jetzt eine kleine, die wollte ich nicht. Egal. So eine Vene, die wächst jetzt ja hier von unten raus. Und alles, was davon abzweigt, sind die Kindvenen. Aber so liegt es in meiner Datenstruktur, das stimmt aber ja gar nicht so richtig. Und wenn wir hier mal gucken, dann habe ich zum Beispiel bei jeder Abzweigung muss ich ja auch hier die Hauptvene verdünnen. Weil es ist ja eine Abzweigung. Es ist ja nicht nur, dass die Kindvene dünner ist und die Hauptvene fett bleibt, sondern immer bei jeder Verzweigung möchte ich ja, dass das dünner wird. Was ich jetzt also machen muss, ist, ich muss die ganzen Venen nach und nach abschneiden, damit es neue Segmente werden und eben praktisch, ich sag mal, Verzweigungen aus den Venen machen. Und das ist ein bisschen blöd, weil wenn wir die Simulation nochmal laufen lassen, dann seht ihr vielleicht so wie hier, dass einfach mittendrin auch mal so kleine Venen entstehen können. Das heißt, die Venen sind jetzt irgendwie nicht sortiert, sodass ich praktisch von vornherein durch die Kindvenen durchgehen kann, um zu schauen, wann eine Abzweigung entsteht, damit ich dann da die Vene abschneiden kann, um ein neues Kind zu machen. Sondern ich muss die erstmal sortieren, das ist der erste Schritt, dass ich praktisch ich zeige das mal auf einem anderen Bild, hier von unten entlang durchlaufen kann an der Vene und dann immer direkt erkenne, wann die nächste kommt. Das heißt, ich muss die Venen sortieren nach dem Auftreten an der Vatervene, das ist der erste Schritt. Dann muss ich die Vene abschneiden und sagen, der Rest der Vene ist eine neue Kindvene praktisch, damit dann die Berechnung vom Durchmesser passt. Und das ist eben so ein bisschen komisches Umstrukturieren in dieser Datenstruktur. Und ich hatte da sehr viel Ehrfurcht vor, dass das einfach irgendwie nicht funktioniert. Das sind so Sachen, wo man sehr schnell Programmierfehler reinbekommt und so. Aber es hat praktisch auf Anhieb funktioniert, da bin ich sehr stolz. Und das sind aber auch so Momente, wo ich ungern an Projekten weiterarbeite, wenn ich vor so einer, ich sag mal, Mauer stehe und mir sehr sicher bin, dass das vielleicht auch schief geht. Und dann hat man schon gar keine Lust, das mehr anzufassen. Aber ich habe mich dann durchgerungen und das gemacht und das sieht jetzt eigentlich sehr gut aus. Und genau an dem Beispiel hier mit dem bunten könnt ihr eben auch sehen, wo ich praktisch jetzt diesen Schnitt mache. Und alle Teile, also ich glaube, hier ist es gerade eher Zufall. Ich weiß gerade gar nicht, warum die schwarz sind. Aber eigentlich sind alle Teile, die hier gerade noch schwarz bleiben, Abschnitte, die einfach keinen Kindknoten haben und deswegen nicht mehr weiter beachtet werden.
Und was jetzt auch schon geht, ich kann beliebige Formen benutzen. Das habe ich letztes Mal auch schon gezeigt. Was ich, glaube ich, nicht gezeigt hatte, war, ich habe mal jetzt hier oben, also so ganz, ganz hässlich, ein SVG als String hinterlegt und da liegt die Form drin von einem Stuhlbauteil. Das soll ja ein Stuhl werden zum Schluss. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal den Shape hier auskommentieren und den anderen Shape reinnehmen. Das ist dann der hier. Da importiere ich einfach so ein SVG aus dem String. Und dann können wir mal schnell gucken, ob das funktioniert. Genau. Das ist nämlich die Form, also man sieht es jetzt hier nicht so toll, aber das ist in etwa die Form von der Stuhlseite. Und da muss ich die jetzt etwas größer machen und die ist da zu klein. Machen wir da mal 900 draus und vielleicht, die zufällige Farbe lasse ich jetzt mal drin, die ist jetzt ja für die Anschauung egal. Genau, man sieht leider jetzt den Umriss, das ist komisch, ich kann den Umriss irgendwie nicht einfärben von dem importierten SVG, da muss ich mal noch gucken, was ich da falsch mache. Aber der hat praktisch, man sieht schon ein bisschen hier und hier so eine Art Dorn, wo die Rücken und die Sitzplatte dann draufgesteckt werden können. Und das Teil gibt es praktisch zweimal und da stecken sich die Platten so drauf. Also hier die Lehne und hier die Sitzplatte. Genau, und das dauert jetzt vermutlich auch noch mal eine gute Weile, bis das fertig ist. Ich habe das selber auf der Form so noch gar nicht rechnen lassen. Bin jetzt mal sehr gespannt, was da rauskommt. Ich finde es sehr schön, dass sich hier diese Hauptvenen auch bilden zu den Spitzen hin. Und ich vermute aber, dass ich halt hier den Rand der ursprünglichen Form noch extra von Hand ein bisschen reinsetzen muss, sonst lässt sich das wahrscheinlich nicht gut zusammenstecken zum Schluss. Oh, das ist schon fertig. Okay, bunt sieht es vielleicht auch ein bisschen sehr kuddelmuddelig aus. Aber man sieht sehr schön, dass die Vene hier eben dick anfängt und sehr schön organisch abnimmt zum Schluss. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Ja, jetzt kann ich dann eigentlich mal in Ruhe noch ein bisschen mit den Parametern spielen, wie groß ich das wachsen lasse, praktisch wie dick ich die Venen mache und sowas. Und dann kann ich das fräsen. Super gut. Genau, und ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, die ich euch zeigen wollte. Und zwar haben wir hier zum Beispiel noch Glyphsprache. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, vielleicht kann ich das einblenden hier oder keine Ahnung, was YouTube gerade für Einblende-Varianten hat. Aber das ist ein Kunstprojekt, das ich mit einem Schotten zusammen gemacht habe, Anfang des Jahres, im April rum, und das auch in London und Berlin war. Und das Projekt geht jetzt nach Shanghai in das Kronos Art Center. Deswegen habe ich das nochmal ein bisschen angepasst für iPad. Es wurden nämlich auch 2 iPads ausgestellt. Bin schon sehr gespannt, wie gut es da ankommt. Vor allem, weil es bei dem Projekt ja um eine gecrowdsourcete Sprache geht oder eine Schriftsprache geht, die so ein bisschen funktioniert wie Hieroglyphen. Und unser und auch das englische logischerweise Schreibsystem ist ja das gleiche. Wir haben Buchstaben, aber chinesisches Schreibsystem funktioniert ja auch eher über Symbole. Deswegen glaube ich, dass die Leute da vielleicht nochmal anders mit umgehen. Ich hoffe, die finden es genauso spannend. Was ich auf jeden Fall ein bisschen behoben habe, waren so Drag-and-Drop-Bugs und beziehungsweise die treten so auf dem iPad größtenteils nicht auf. Genau, aber das ist Glyphsprache. Wenn euch das Projekt interessiert, dann guckt euch nochmal das Video an, das ich jetzt dann hier irgendwo eingeblendet habe. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, ich habe den Sommer sehr genossen und was sehr nett war, war ein Ausflug, den ich gemacht habe mit einem Ultraleichtflugzeug. Da durfte ich mitfliegen. Mein Freund hat kürzlich den Ultraleichtschein gemacht und darf jetzt auch Passagiere mitnehmen. Es war für mich sehr spannend, mal den ganzen Prozess mitzubekommen und auch zu sehen, wie viel analog da überhaupt noch passiert, wie viel Funkgespräch da stattfindet in der Luft. Das hätte ich gar nicht erwartet. Und wie schlecht man den Funk versteht, wenn man das nicht übt. Also ich verstehe da gefühlt gar nichts. Und ich habe Start-Zurückflug live gestreamt zum Beispiel. Das findet ihr wahrscheinlich Aufnahmen noch auf meinem Twitter-Profil. Ich weiß gar nicht, sehe ich das gerade? Ich glaube bei 6. Genau, hier geht es dann, glaube ich, irgendwo zum Start. Oh Gott, ja, das pixelt alles ganz schlimm. Aber sehr spannend. Ich habe halt auch schon Starts mit Segelflieger mitgemacht. Da wird man ja oft mit einer Seilwinde hochgezogen. Das ist ganz krass wie die krasseste Achterbahn. Aber Ultraleichtstart ist super angenehm, weil, das weiß ich nicht, man hebt sehr schnell ab, aber halt nicht so ultra steil wie bei einem Segelflugzeug.
Also wenn ihr da vielleicht nochmal irgendwie euch Sachen angucken wollt, findet ihr die auf meinem Twitter-Profil. Und eine letzte kleine Kleinigkeit habe ich noch. Ich gebe in einer Woche, das ist der 17. Juli, einen Workshop in Stuttgart bei Cocktail & Code. Das ist eine Workshop-Reihe, die sich vorwiegend an Frauen oder Menschen, die sich als Frauen identifizieren, richtet. Und da mache ich einen Generative Art Workshop. Genau, hier sieht man schon, 12 Teilnehmer sind bisher angemeldet. Da könnt ihr euch gerne mit reinklicken. Das verlinke ich auch mal unter dem Video. Und ich werde einfach ein bisschen was zu Paper.js erzählen und zu Sachen, die ich mache oder die man machen kann, so als Inspiration. Und dann wird es eher wie ein normaler Workshop. Das heißt, wir probieren zusammen aus. Ich kann ein bisschen unterstützen, vielleicht bei Fragen, bei Coding-Fragen oder generellen Fragen helfen. Genau, das war's eigentlich schon von mir. Kurz, aber beim nächsten Mal vielleicht dann wieder ein bisschen mehr. Und ansonsten genießt auch den Sommer und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.